So, Freunde, es geht weiter mit Disco Elysium und mit dem Illy. Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Tollpatsch Bulle, der einen über den Dos gesoffen hat und jetzt alleine durch die Stadt läuft und dafür dann wahrscheinlich wieder verantwortlich ist, dass hier alles schief läuft. Ja, Kim hat sich auf die Socken gemacht, den Toten zu überführen. Wir haben ihn endlich von dem Baum runter gebuxiert. Und jetzt sind wir hier und fehlen noch 6 Real, die wir heute irgendwie zusammenkratzen müssen. Aber wir haben auch erst 10 Uhr. Denn heute Nacht müssen wir wieder natürlich unseren Schlafplatz wieder das Geld zusammenkratzen. Das ist klar, ne? Und jetzt sind wir hier vor der Hütte, wo wir eigentlich nicht reingehen sollen, sondern wo wir einfach die Tür aufmachen sollen, weil der Everett uns gesagt hat, dass wir da jemanden einfach nur erschrecken sollen. Der schmierige Geldsack, den wir in der letzten Folge getroffen haben, oder in der letzten Folge auf jeden Fall schon ein paar Folgen davor, wenn ich es an einer Aufnahmesession. Und wir werden da jetzt einfach mal reingehen, weil ich bin ja selber auch neugierig. Kim ist jetzt nicht da, Kim wird uns jetzt nicht zur Seite stehen, aber wir kriegen das gebacken. Deshalb schauen wir The mal. door to the weasel's den, guarded by the lion-head knocker. Both have seen better days. Hören wir mal, ob wir da irgendwas mitbekommen. The door is slick with rain. You don't hear any movement inside. In fact, it's oddly silent in the yard around you. No birds chirp. Klopfen wir mal. You knock silently. The upholstery muffles the sound. No response comes from the apartment. You're pretty sure the owner of the apartment isn't here. It's safe-ish. Ja, dann rein in die gute Stufe. You try to be as silent as you can. It takes a bit of rattling of the handle to loosen the bolt. Finally, the door unlocks with a small clack. Thoughts race through your head. There might be important information in the apartment. I mean, there might. Genau so sehe ich das auch. Vielleicht ist es auch einfach ein Trick, um unsere Loyalität zu beweisen gegenüber den schmierigen Geldsack Everett. Vielleicht hat er das auch alles einfach so eingefädelt, um uns dann halt auf die falsche Fährte zu locken. Alles ist möglich. Everett wollte uns wahrscheinlich auch mit dem Geld bestechen, damit wir hier einen Schlafplatz haben. Der ist mir nicht ganz geheuer, der Typ. Weil über alles Bescheid weiß in der Stadt und Geld ohne Ende irgendwie generiert oder auch generell sehr viel Macht in dieser Stadt hat. Den sollte man auf gar keinen Fall über den Weg trauen. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Typ gar nicht so dumm ist, wie er ausschaut. Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Es gehört zu meinen Dienstpflichten als Polizist, jedem Quadratzentimeter dieser Welt auf den Zahn zu fühlen. Attaboy, the world's secrets were made for you. They wait patiently for you to uncover them. Ich gehe da jetzt natürlich rein. So, wir haben fast ein Level up. Ja, wir haben sogar ein Level up, wenn ich das gerade richtig. Logik. Logik hat jetzt irgendwie so einen Stern. Schauen wir mal, wir haben was neu dazu bekommen, wenn ich das gerade richtig. Genau. Öffne für Everett die Wohnungstür. Everett hat dich gebeten, die Kellertür hinter dem Gewächshaus im Hinterhaus zu öffnen. Informiere Everett darüber, dass du die Tür geöffnet hast. Noch was.
Selbstkritik. Jamwork, Shuffle. Mindestens ein Körpergeist, verwirrendes Verhalten. Mittlerweile ist es offensichtlich, dass du gerne in Behälter reinschaust. Du öffnest gern Türen, um zu sehen, was sich dahinter befindet. Sind es Geheimnisse? Sind es noch mehr interessante Behälter? Seien wir ehrlich, du magst alle Behälter. Mülltonnen, Ablagekästen für Utensilien, Kanaldeckel, Jackentaschen, geheime Behälter, von den philippinischen Königen zurückgelassen wurden und verbotene Reliquien enthalten. Okay, einen von denen hast du noch nicht gesehen, aber eines Tages, Moment, öffnest du etwa deshalb so gerne Behälter? Glaubst du, dass du das heilige Zepter und den Orbe de Montage finden wirst? Rein jetzt. Neugierig. Der Raum riecht nach Desinfektionsmittel, irgendwie Chemie. A row of mugs sits on the shelf. Each one depicts a human figure. A dark-skinned woman grinning amidst mysterious symbols. A broad-shouldered man shoveling potatoes, and others. Ich schenke den keine Bar. Hab's gegen die Tassen, ist ja. Ja, komm! Nein! Ist ja keiner, der uns sieht. A little ring. Though cheerful, the images on the ceramic make you vaguely uncomfortable. Ah, das ist ein guter Tipp hier. Wir nehmen mal die gelbe Tasse raus. Yes, your broken mug friend would feel very much at home here. The same humor, the same mocking lines. Haben wir doch unseren Übeltäter, der die Mülltonne da irgendwie, ne? The owner of this collection could be dumping his trash in the Whirling's container. An interesting little clue. Let's see where this goes. Clues have a way of magically connecting to other clues down the road. Perhaps you should break into apartments more often. Ist es wirklich die Person, die auch die Kleidung des Toten in den Müll geworfen hat? Who knows? Could be. But this clothes in a trash lead doesn't really seem like it's going anywhere. Still, good thing to keep in mind. You could ask Everard who this person is once you're done here. Ja, aber dann weiß er ja, dass wir da drinnen waren. Wer immer hier wohnt, bewundert muskelbepackte Fantasiehelden mit blonden Haaren. Schön. Ich klaue doch keine Sachen von dem. Ein geöffnetes Buch mit dem Titel Die geheime Welt der G-Stücke. Kannst die Wärme der roten Sonne auf der Fahne beinahe spüren. This is the flag of Revachol, the suzerainty. Was hat das mit der Sonne auf sich? This isn't just one sun, but there are little suns dancing around the big sun. This is the sevenfold sun miracle. Und was ist das? It's an optical atmospheric anomaly the first settlers saw. Happens in cold weather. 6 small suns around the big one. This complex halo phenomena is how old Revachol got its flag. Dann, warum sollte ich mich von der Flagge... The flag doesn't seem to mind. It's just a colorful fabric with a sun sewn onto it. Like all feudal flags, it looks like a children's drawing. Da wollte wohl jemand seine Koffer packen.
Kleiner Koffer voller Kleidung. Ist jemand zu Besuch? Ach, wisst ihr was? Kann ja auch nichts für. Das ist halt einfach so in meinen Koffer reingesprungen. Logik +1, gespielte Zahlen. Ich kann immer noch mit den Tasten interagieren. Es ist ja nicht einfach seine Tasse, ne? Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. Dann gehen wir wieder zu Valor zurück. Und dann schauen wir einfach mal. Den Kollegen? Geisterg ist nichts für mich. Ne? Ach ja, wir müssen hier rein. Ich gehe jetzt einfach mal zu Valor und dann schauen wir, was wir noch machen können. Wait, das wissen wir gar nicht. Ein Idiot. Wir können ja jetzt einfach den Vordereingang benutzen. Weil wir ja den Ausweis haben. Wo bin ich denn hier rausgekommen? Jemand machte ich sich regelmäßig neben dem Rundfunkgerät bequem. So die Frage, warum der Container hier ist und was der Typ da macht hat die ganze Zeit. Na gut, mal gucken, ob er uns darauf anspricht. Ich gehe mal davon aus, dass er uns da die Frage stellt. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Ich habe die Tür geöffnet, so wie Sie es wollten. Dann können wir jetzt über den Mord reden. I'm very glad to hear that, Harry.
One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Wir hatten abgemacht, dass ich nicht reingehe, also bin ich nicht reingegangen. Wir sind ein notorischer Lügner. Nur um uns selber zu schützen. You're right, Harry. You only had to unlock the door, which you did. So we're all good here. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Der Typ geht mir so auf den Sack, Ich hab gedacht, es gibt nicht mehr Schlimmeres als diese scheiß Kuno-Kinder, aber der Typ ist ein richtiger Arsch. Ja, wenn ich das sage, dann weiß er, dass ich ja doch drinne gewesen bin. Das sollten wir mit Kim besprechen, wenn er zurück ist. Ich habe gehört, dass es zwischen dem Lynchmord und dem Streik eine Verbindung gibt. Ich möchte gerne wissen, was Sie darüber wissen. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Ich bin ganz Ohr. Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Unser Opfer? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? Okay, ich glaube Ihnen, dass er eventuell hier war, um die Leute einzuschüchtern, aber ich glaube nicht, dass er ein Auftragsmörder war. Das kaufe ich hier nicht ab. He performs a motion as if spraying bullets from a machine gun. Ja. I'm talking beasts, hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramaritsa, you name it, they've done it. Raping, killing, burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Reden Sie weiter. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Moment, der Container wird ersetzt? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. Aha. Ja gut, da sagt er sagt er wahrscheinlich die Wahrheit. Wir wissen ja, dass er jemanden vergewaltigt hat. Wie ist es denn dazu gekommen, dass er in dem Baum gelandet ist? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. Ja, aber das rechtfertigt keinen Mord. Gottes Willen. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Ja, das jetzt, er versammelt jetzt alle unter einem Kamm, was ja auch irgendwie Schwachsinn ist. Wer genau war für das Rollen verantwortlich? There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. That sounds a bit like organized crime. Ja. They're like you.
Idealistic people who want to make sure that bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Again, that sounds like organized crime. Sie glauben, dass sie den Gehängten auf dem Gewissen haben? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Haben Sie denn gar keine Angst, dass wir sie deswegen festnehmen? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Ich glaube, der Typ steckt dahinter. Ich glaube, das ist eine ausgeklügelte Fehde zwischen Wild Pines und sein kleinen Unternehmen. Ich glaube, die sind da irgendwie alle zwischen die Fronten geraten. Ich meine, er sagt ja zum Teil die Wahrheit. Ob das jetzt tatsächlich alles die Wahrheit ist, wissen wir ja nicht. Ja gut, wir wissen auch nicht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass seine Anwältin schon die Wahrheit gesprochen hat. Er und der Titus haben ja gesagt, dass der Typ, der die Frauen an die Wäsche gegangen ist. Aber dafür gibt es doch dann die Polizei und das BMA. He places a lot of faith in that lawyer girl. Perhaps this is a tactical error. Anyway. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil dann weiß er, dass ich die Wohnung durchsucht habe. Woher wissen Sie, dass die Söldner von der Spedition angeheuert wurden? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company, after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. Sie denken also, die Streikbrecher zu dem Sicherheitsdienstleister gehören? You said it, Harry. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Warte nochmal. Es gab... Okay, also kann ich nicht beurteilen, ob das Zufall war oder nicht. Sie haben eine Anwältin erwähnt, die kennen wir ja schon. Erzählen Sie mir von Titus Hart in seiner Crew. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Was können Sie mir noch über sie erzählen? Wer ist der Stellvertreter? Wer ist der Grobian unter Ihnen? Harry, they're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Revachol in mind. Da bin ich mir sicher. Deine Interessen wahrscheinlich. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. He's betting on them being useless to you.
Albert, ich bin diesen Hardy Boys über den Weg gelaufen. Können Sie sie bitten, mit mir zu kooperieren? But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded this talk. You can now go and tell Titus about this. See what he has to say. Ich kann die jetzt gegeneinander ausspielen, ne? Also, Harry, here's 5 Real. Moment, warum geben Sie die mir? I'm not giving you anything. I'm just holding out 5 Real. Kannst du denn Geld sonst wohin stecken? Na, das brauche ich nicht. Ich wollte nur, dass Sie mir mit den Hardy Boys helfen. Oh, I wasn't offering it to you, just holding it out there. But I'm willing to share information. Was there anything else? Er versucht halt immer wieder, ne? Mich irgendwie auf seine Seite zu bringen. Die Anwältin kennen wir. Ich weiß nicht, ob er dazu noch was zu sagen hat. Das war eine gute Unterhaltung. Schließen wir das Thema fürs Erste ab. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. Was? Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit, Junge. Vielleicht schon mal darüber nachgedacht, dass ich dir nicht ganz vertraue, weil du ein schmieriger Arsch bist? Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. Ja, das ist traurig für uns beide. A man of the left, so you have to be a social democrat. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Das ist ein bisschen sehr Glückskeks-Text, oder? Was soll das denn heißen? Ich bin doch mehr links als Sie. You're saying it, but I don't believe you. You know how it is, company snitches, agent provocateurs everywhere. I'm barricaded in this fortress of mine, and I need to get a message out. Will you help me? Was würde das mit sich bringen? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Die mich verarschen? Wozu brauchen Sie die Unterschriften? I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth centre in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. Er will mich verarschen, oder? There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. Wo genau ist das? On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. You're already pretty deep into this. What's a little more? No one can see you here in Martinez. Was wird aus den Leuten, die jetzt dort wohnen? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth centre, designed by the best architects from Stella Marie. Ich vertraue den Typen nicht.
Ja, ich werde es mal annehmen, weil... Ich guck mal, wie fragen Sie mal. Es sind ja nicht meine Unterschriften, oder? Die ich da runtersetzen muss. Na gut, wenn ich zufällig gerade dort bin, kann ich Sie fragen. Ich spiele mal mit. You bring joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here. You need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I hear there is some trouble with the water lock, but they should fix it by Wednesday morning. Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a solid socialist. Ich glaube, das mache ich, wenn ich Kim wieder habe. Ich gehe jetzt erstmal. See you soon, Debardeur. Just kidding, but not too much. Der Typ ist mir nicht geheuer. Der hat eine ganz komische Art an sich, die ich abstoßend finde. Wir haben ein Level Up. Wir gucken mal, wo wir das gebrauchen können, das Level Up. Weißabschlag mit einem Stempel in der rechten oberen Ecke an dich übergeben von Albert Clare. Daran sind einige juristische Unterlagen enthalten, auf denen zwei Namen abgedruckt sind. Isabel Sadie und Lillian Carter. Es sind beide Unterschriften erforderlich. Besorge Albert 2 Unterschriften. Kann ich noch nicht machen, weil ich da bis Mittwoch früh warten muss. Ganz, ganz komische. Und der Tag ist noch nicht mal rum. Kim ist ja noch einen ganzen Tag weg. You're back before the cargo container. Its drawer has not lessened since you were last here. If anything, it seems to have grown slightly. Kann man wahrscheinlich irgendwas machen. Ja, was machen wir jetzt, ist die Frage, ne? Wir sollten einfach mal Geld besorgen. Das ist erstmal das Wichtigste. So, wir können ein Level Up machen. Da sollte ich vielleicht mal auf die Karte gucken, wo ich das machen kann. Stempeluhr, Münztelefon. Mechanisch.
Ich glaube, ich werde mal Willenskraft steigern. Für Joyce. Sprechen wir mit ihnen. Wir haben ja noch eine Mission. Der Raucher, das ist heute Abend. Erkunde die Geheimgänge, wird die Polizei das Verbrechen gemeldet. Der Vero, das Opfer. Das geht wahrscheinlich erst, wenn wir auf der anderen Seite sind. Informationen zum Lynchmord von Joyce. Das können wir alles nicht machen. Finde Morell. Okay, wir können jetzt ihm nochmal mit Looks ihm like the circus left town, but the clowns are still here. Ich habe mich mit Everett unterhalten. Er hat mir zugesichert, dass sie kooperieren werden. Oh, so you went and talked to my mommy, and now she's making me play with you. Is that it, lawman? And what's gonna happen if we don't? You gonna go and tell on us? Sehr erwachsen, Leute. Everett hat sie benachrichtigt, oder? Yeah, I heard him. The fuck do you think I'm doing here? You'd have your ass handed to you if it wasn't for the boss man's word. Let me state this very clearly, Capo. Hello, officer. I'm Titus Hardy, and these are my boys, Hardy boys. How may we assist you? Waffe mit. Waffe. Ja gut, wir wissen ja alles schon von ihm. Ich will noch mal über den Lynchmord unterhalten. Again, just get the dead guy's autograph, since you're his biggest fan. Good one, Titus. Okay. About fucking time. Ja, dann gehe ich halt wieder. Ja, damit komme ich nicht gut an bei denen. Ja, jetzt ist halt die Frage, was können wir machen, ne? Gehen wir doch mal alles durch. Der Raucher vom Balkon geht momentan nicht. Wir können noch mal zu Dingsbums gehen. Was wollten wir machen? Das werde ich jetzt auch machen. Zu Joyce. Es gibt schließlich immer zwei Seiten der Geschichte. You're back. Good. What can I help you with? Not an umbrella, I hope. I don't need one myself, you see.
Ich auch nicht. Glaub's dann ebenso nassen Mantel ab. Very rugged. Good choice. Now, I suspect you had questions. Nothing like talking to pass a rainy day. Am I right? Übrigens, ich habe mit Everett Claire gesprochen. You have? And how did you like Mr. Clare? Er ist ein aufgedunsener Regenbogensozialist. Oh, come on now. He has his uses. How else would he have stayed in power all these years? Or wait, actually... corruption. That's how he's done it. Fantastic, worm-like corruption, reaching into the bowels of the earth. Of course. I don't expect you to share anything he told you with me. I'm not a worm myself. But if you felt like passing some information... Ja, nur gegen eine Hand wäscht die andere. How could I stop you? Are we not human? Are we not curious to hear another person's take? It's only natural. We would only be... gossiping. Tell her she'll like you for it. Ehrlich gesagt möchte ich mit Ihnen erstmal über etwas anderes sprechen, wenn Sie nichts dagegen haben. Also die wollen sich halt gegenseitig irgendwie ausspielen, gegeneinander ausspielen. Und ich bin irgendwie zwischen beiden gefangen, keine Ahnung. Of course, Detective. Should something come up later, down the road, don't be afraid to drop by for a chat. Until then, is there anything I can help you with? Wissen Sie etwas über diese Tätowierungen? That's the man who was killed. I'm afraid this is a discussion for once we've cleared the lynching question. Also, wissen Sie etwas über die Tätowierung? Better not tie the fourth day to the bat's day on this. I hope there is something else I can help you with. Also, sie weiß auf jeden Fall. I'm afraid I can't say any more until we've taken care of formal protocol. Was kann ich ihr für einen Handel anbieten? She's a negotiator. Just float a favor at her. Insinuate. Ach, verdammt, das ist dann auch Korruption. Ich kann Ihnen meine Fähigkeiten als Gesetzeshüter doch bestimmt auch auf andere Weise unter Beweis stellen. I will be frank with you. If I'm going to break protocol, I need to be able to justify it to my superiors. They're going to want to see something very tangible. You're in, but expect her to drive a hard bargain. Zum Beispiel? Reports from inside Terminal B suggest it's a hub for the local drug trade. This is an open secret in Martinez. The Union controls the terminal, so it goes to reason. Berichte aus Verladerstation B deuten darauf hin, dass sie dem örtlichen Drogenhandel als Knotenpunkt dient. Was? They're profiting from this trade. The company has tried looking into this matter before, to no avail. Perhaps someone with your authority and resources might turn over the right stones. Or, you can recover your badge. Though if I may be blunt with you, it sounds like that may be a lost cause. Okay, erzählen Sie mir von diesem angeblichen Drogenschmuggel. It's quite straightforward. Someone is using Terminal B to smuggle raw ingredients from the Samaran Isola into Revachol with the Union's blessing. Wild Pines has suspected it for years.
Über was für Rohstoffe reden wir hier? Meth and dextroamphetamine, GBL, and various synthetic psychedelics. Honestly, it might be quicker to say what you can't make from the stuff. Damit ich das richtig verstehe, die Rohstoffe gelangen durch die Verladestation aus Samara und Gavakor. Yes. After they clear the terminal, we lose track. The actual production is taking place at various sites in and around Jamrock Quarter, north of here. Und Sie wollen, dass wir die Sache auf den Grund gehen? Yes, but you won't get anything out of Evrat and the Dock Workers Union. Still, every chain has its weak link. The handoff. The motor lorries at the roundabout. Ja, Lastwagen im Kreisverkehr. Brauche ich dafür einen Bolzenschneider? Unlikely, officer. I'm talking about the lorries. Once the ingredients reach Jamrock, they're distributed to a network of local manufacturers, well beyond our grasp. But in transit, they may be vulnerable. Perhaps you've noticed that a number of lorries are tangled in a traffic jam at the roundabout just now. Interview the drivers who are still hanging about. One of them might be waiting for a crucial shipment. Okay. Her irises are light green, like the river Esperance in bright daylight, upstream where it's clearer. I'll be explicit. If you find this driver, I will share company secrets with you. Uncovering Union secrets could also give you an upper hand when dealing with them. Warum haben Sie sich nicht früher an den BMR gewandt? We did. On more than one occasion. Apparently, there's some sort of inter-precinct disagreement about whose jurisdiction this area falls under. Das ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Ich will einfach nur diese Sache auf den Grund gehen. Well, here's your chance. Es ist kein Zufall, dass die Lastwagen dort gestrandet sind, oder? No. We asked East Motor Track to raise the drawbridge. The road company is a partner of one of our subsidiaries. However, this is a limited time opportunity. Once the complaint has been processed by the trade committee, they'll have no choice but to lower the drawbridge, and the operation will continue. Thousands of litres of raw ingredients will pour onto the streets of Revachol. Not the east across the river, but the west. The vulnerable, the weary. Welche Beweise haben Sie dafür, dass die Gewerkschaft in die Sache verstrickt ist? How do you think they're financing this strike? There are thousands of unpaid dock workers going strong for the 4th month straight. It's true they drove a number of the local businesses to bankruptcy preparing for this venture. I've talked to a few business owners. It was quite the shakedown. But the contents of a few cash registers cannot provide for 2,000 men. Sie denken also, dass der Streik durch Drogenrohstoffe finanziert wird? Precisely. Smuggled out of that very gate at night, most likely. Then loaded onto lorries and driven to Jamrock. You simply need to find one driver who will open up to you. Okay. Okay, ich habe über die Schmugglerermittlungen nachgedacht. Yes? Ich werde mir die Sache ansehen und den Fahrer auf den Zahn führen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Excellent. According to my reports, there are at least 3 lorry drivers lingering near the roundabout. Hopefully one of them will know something. It may come to nothing, or it may just blow the case wide open. I suspect the traffic jam won't disperse for a few more days. You should have the time you need. In the meantime, let me know if there's any other way I may be of assistance. Danke, das war vorerst alles.
Ich habe das Gefühl, wir sollten das nicht ohne unseren Partner machen. Das Staurätsel. Befrage die Fahrer zum Thema Schmuggeln. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und dann schauen wir mal, ich glaube, wir werden dann mal so ein bisschen nachstöbern und nachstochern, ob das mit den Drogen stimmt. Und dann warten wir auf Kim, um mit ihm zu besprechen, wie es weitergeht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.